Generell ist es halt häufig so, dass die Prozesse ziemlich tradiert sind, mit denen wir unterwegs sind. Und der Aufwand dahinter oft sehr groß ist. Und wenn man da Prozesse entwickelt, die schlanker sind und so schneller zu Ergebnissen führen, ist das erstmal in meinem Sinne. Wir planen unsere Gebäude im Altplan, planen da vollumfänglich 3D. Und in Kombination jetzt zu den Kosten nutzen wir Nova Ava, um dort auch mit den 3D-Modellen weiterzuarbeiten. Ich arbeite mit Altplan und mit Nova Ava und habe begonnen mit einer Kostenschätzung und dann im Übergang zur Kostenberechnung entsteht dann auch das 3D-Modell parallel, was wir mit einpflegen und dann eben auch in den höheren Leistungsphasen davon sehr profitieren können, dass man eben schnell die Schnittstelle hat zwischen dem Zeichenprogramm und den Kosten. Extrem wichtig ist uns die Schnittstelle zu einem IFC-Modell, weil ich daraus verlässliche Massen ermitteln kann zu einem frühen Zeitpunkt und dann noch flexibel auf Änderungen reagieren kann, indem ich einfach ein neues Modell importiere, die gleichen Berechnungsgrundlagen nehme von dem Modell und dann habe ich ruckzuck überarbeitete Kosten, mit denen ich dann dem Bauherrn einfach sagen kann, ja, diese Änderung kostet so und so viel. Mit Nova Ava ist es eben ganz einfach immer nachvollziehbar, wenn man das 3D-Modell aktualisiert, kann man eben auch daraus die Massen ziehen und es ist für jeden, der in das Projekt auch reinkommt, einfach nachzuvollziehen. Wenn man mit normalen Standardprogrammen zurechtkommt, dann schafft man das auch lässig locker mit Nova Ava zurechtzukommen. Also ich habe nie eine Schulung besucht tatsächlich und es kam eigentlich das meiste von selbst. Was ich zum Beispiel toll finde, ist die Verknüpfung mit Heinze. Es gibt Verknüpfungen mit dem Standardleistungsbuch und das funktioniert alles unproblematisch. Das funktioniert super, webbasiert. Ich kann überall, wo ich bin, eine Berechnung rausstecken. Alle Gap-Formate da, Export, super einfach. Ein einfaches Tool an der Stelle und das ist halt wichtig. Das brauchen wir, ja, und das funktioniert so, wie wir es auch erwarten. Hört man mittlerweile Vorträge von großen Büros auf der BIM World oder ähnliches, die jetzt damit werben, wir haben jetzt die ersten Ausschreibungen mit modellbasierten Mengen gemacht, wo wir sagen, ja, die ersten Gebäude stehen schon und die Ausschreibungen sind längst durch und dann sind wir ganz vorne mit dabei. Das macht dann schon Spaß.